Welche Spiegel-Dashcam lohnt sich 2026 wirklich und bei welchem Modell bezahlt ihr nur für Datenblatt statt für echten Nutzen im Alltag? Ich gehe mit euch jetzt vom schwächsten bis zum stärksten Modell durch, damit ihr am Ende sofort seht, was zu euch passt. Auf dem letzten Platz landet die Jansite T30. Ich sage euch ganz ehrlich, sie ist nicht schlecht, aber im direkten Vergleich wirkt sie einfach wie ein älteres Modell, das heute vor allem über den Preis interessant sein muss. Ihr bekommt hier vorne und hinten Full HD, dazu ein großes 25,4 cm Display, ein breites Sichtfeld und eine Rückkamera mit IP69 Schutz. Im Alltag heißt das: Für normales Pendeln, Einparken und einfache Absicherung reicht das erstmal aus. Gerade wenn ihr einfach nur eine Spiegelkamera wollt, die ohne viel Schnickschnack ihren Job macht, ist das okay. Aber genau hier liegt auch das Problem. Gegen die stärkeren Modelle in dieser Liste fehlt es an Schärfe, an moderner Ausstattung und an Reserven für schwierige Situationen wie Nachtfahrten oder das genaue Erkennen von Kennzeichen auf Distanz. Und wenn andere Geräte schon 4K vorne oder sogar eine stärkere Rückkamera bieten, merkt man den Altersunterschied ziemlich schnell. Wenn du einfach nur etwas Solides für den Einstieg suchst, kann das passen. Wenn du aber mehr Bildqualität oder mehr Funktionen willst, dann wird das nächste Modell schon interessanter. Die Links zu allen Produkten aus dem Review zum besten Preis findest du in der Beschreibung unter dem Video. Direkt davor kommt die Photopec T30 EU5. Sie spielt in einer ähnlichen Liga wie das Jansite-Modell, fühlt sich aber etwas runder an, weil die Ausstattung im Alltag besser abgestimmt wirkt. Hier habt ihr ebenfalls Dual 1080p, aber zusätzlich sind WDR, Nachtsicht, Parkmonitor und G-Sensor klar mit dabei. Das klingt auf dem Papier erstmal unspektakulär, aber in der Praxis hilft genau das bei wechselndem Licht, beim Parken und bei der normalen Alltagsnutzung. Im Vergleich zur Jansite wirkt sie dadurch etwas moderner und etwas alltagstauglicher. Trotzdem bleibt auch sie klar in der Einsteigerklasse. Die Auflösung ist vorne wie hinten nur Full HD. Und gegenüber den Wolfbox-Modellen fehlt einfach dieser spürbare Sprung bei Bildqualität und Komfort. Das ist kein Dealbreaker, aber man sollte es wissen, bevor man zu viel erwartet. Wenn ihr eine einfache Spiegel-Dashcam mit solider Grundausstattung sucht, dann ist das hier die vernünftigere Wahl im unteren Bereich. Wenn ihr aber bei der Bildschärfe mehr wollt, dann merkt man beim nächsten Modell den Unterschied sofort. Und wenn euch solche ehrlichen Vergleiche helfen, lasst gern ein Like da und abonniert den Kanal. Jetzt kommen wir in einen Bereich, wo es wirklich spannender wird. Die G840S ist für mich so ein klassisches Modell der starken Mittelklasse, bei dem man sofort merkt, hier geht es nicht mehr nur um Basisfunktionen. Die Front nimmt in 2160p auf, das Display ist mit 30,5 cm deutlich großzügiger und auch die gesamte Spiegellösung wirkt erwachsener. Im Alltag bedeutet das vor allem ein klareres Bild nach vorne und eine angenehmere Bedienung. Im Vergleich zu Jansite und Photopec ist das kein kleiner Schritt, sondern ein richtig deutlicher Sprung. Aber auch hier gibt es einen Punkt, den man kennen sollte. Hinten bleibt es bei 1080p und genau da ziehen die besseren Modelle später davon. Also ja, nach vorne ist das schon stark, aber wenn du ein möglichst starkes Gesamtpaket für vorne und hinten willst, reicht es noch nicht ganz für die Spitze. Für alle, die eine bekannte 4K-Spiegelkamera suchen und nicht direkt zum teuersten oder stärksten Modell greifen wollen, ist das eine gute Mitte. Wenn dir aber moderne Extras wichtiger sind, dann ist das nächste Modell im Alltag angenehmer. Auf Platz 2 steht die G850 und ich muss sagen, hier merkt man sofort, dass Wolfbox die Formel weiter verfeinert hat. Das Gerät fühlt sich nicht nur stark an, sondern auch moderner. Ihr bekommt 4K vorne, ein großes 30,5 cm Display, 5,8 GHz Wi-Fi, GPS, Sprachsteuerung und sogar direkt eine 64 GB Karte im Paket.
Das macht im Alltag wirklich einen Unterschied. Du musst weniger nachrüsten, hast mehr Komfort und insgesamt wirkt das Ganze einfach vollständiger als bei der G840S. Für mich ist genau das der Punkt, warum sie vor dem älteren Wolfbox-Modell landet. Der Haken ist aber weiterhin die Rückkamera. Die bleibt bei 1080p und damit ist das Gesamtbild nicht ganz so stark, wie es auf den ersten Blick wirkt. Auf dem Papier klingt 4K vorne natürlich super, aber in der Praxis zählt eben auch, was hinten passiert. Und da setzt sich unser Platz 1 am Ende noch klarer ab. Wenn du ein modernes, bequemes Gesamtpaket mit vielen Funktionen suchst und dir eine sehr starke Frontaufnahme wichtig ist, dann passt dieses Modell richtig gut. Wenn du aber auch hinten möglichst viel Schärfe willst, dann kommt jetzt der Sieger. Auf Platz 1 landet die Lingdu LD 4K mit 64 GB. Und der Grund ist ziemlich einfach. Sie bietet in dieser Liste das stärkste Gesamtpaket aus Auflösung und Funktionen. Vorne gibt es 4K, hinten 2,5K, dazu 5,8 GHz Wi-Fi, GPS, Sprachsteuerung, Parkmodus und zusätzliche Assistenzfunktionen wie ADAS, Totwinkelhinweise und Spurwechselhinweise. Hier merkt man den Unterschied sofort. Während die G850 vor allem vorne glänzt, wirkt dieses Modell insgesamt kompletter. Gerade die stärkere Rückkamera ist im Alltag mehr wert, als viele zuerst denken. Ganz ohne Einschränkung ist aber auch dieses Modell nicht. Ich sage euch ehrlich, die Daten klingen sehr stark, aber die unabhängige Testlage ist nicht ganz so breit wie bei Wolfbox. Das heißt nicht, dass das Gerät schlechter ist. Es bedeutet nur, dass man sich hier stärker auf die verfügbaren Produktdaten stützt. Das muss man einfach wissen. Wenn du die beste Ausstattung aus dieser Runde willst und nicht nur vorne, sondern auch hinten möglichst viel Bildqualität suchst, dann ist das hier die spannendste Wahl. Und genau deshalb steht sie in diesem Ranking ganz oben. Schaut euch die Top-Modelle jetzt am besten direkt über die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Und wenn euch der Vergleich geholfen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal.